Anderswohin unterwegs, guten Morgen, heute wieder aus dem Phantasialand. Das ist der zweite Teil des Videos Phantasialand heute und damals. 1967 wurde Phantasialand als Märchenpark gegründet. Das ist der Plan von 67/68. Das ist jetzt der Parkplan von 1970 und man sieht, neben dem Märchenpark, den es weiterhin gibt, ist ein neuer Themenbereich dazugekommen, Alt-Berlin. Das ist heute die Main Street des Phantasialands. Gleich nach dem Eingang, da ging es ein paar Treppenstufen runter, da kam man zum Neptunbrunnen und dann ging es diese eine Straße lang, so wie es heute auch noch ist. Es sieht halt ein bisschen verändert aus. Geendet hat die Straße am Brandenburger Tor. Und im Parkplan von 1970, da gibt es ein Foto, wie der Eingangsbereich damals ausgesehen hat. Und das ist ein Foto von 1986. So hat der Eingang 86 ausgesehen. Das ist der Neptunbrunnen, dem originalen Neptunbrunnen aus Berlin am Roten Rathaus nachempfunden. In den ersten Jahren fuhr ein Bus die Main Street lang, da konnte man mitfahren. Und das hier ist der Wintergarten, den gibt es bis heute. Der ist einem ganz berühmten Theater in Berlin nachempfunden. Das Original-Varieté Wintergarten, das stand am Bahnhof Friedrichstraße und wurde 1944 zerstört. Im Phantasialand sind der Wintergarten, eine Waffelbäckerei und das Restaurant Alt-Berlin, das dann 2008 oder 2009 zu Unter den Linden wurde, noch original von 1970. 2009 wurde das Brandenburger Tor abgerissen. Vorne am Eingang auf der linken Seite das Café, das ist Heinus Café, das wurde 1999 eröffnet. Ja, und fast direkt neben Heinus Café, da tut sich aktuell was Neues. Dort wird nämlich der Eingang zu Rockbox sein, das ist die neue Attraktion mit der Achterbahn Fly. Und ein Hotel kommt ja auch noch dazu. Den Eingang zu Rockburg, den macht man als U-Bahn-Station, also eine U-Bahn-Station mitten in Berlin. Gar nicht so unlogisch. Nicht weit vom Eingang zu Rockburg, da liegt das Hotel Tartüff. Das nennt sich eigentlich das verrückte Hotel Tartüff. Das wurde 2012 eröffnet und hier ein paar Bilder von der Eröffnung. Das ist ein sogenanntes Funhaus. Eigentlich früher nannte man sowas Altweibermühle. Da geht es durch 27 Zimmer, ein Laufgeschäft. Da gibt es aber Rüttelbretter, sich bewegende Leitern und Treppen. Gegenüber dem Restaurant Unter den Linden, da ist das Schauspielhaus. Das ist eigentlich ein Kino. Da wird der Film Pirates in 3D gezeigt, aber im Phantasialand hat man daraus 4D gemacht. Das Schauspielhaus ist der Nachfolger der Scala. Die Scala wurde 1977 eröffnet. Das ist der Nachbau des gleichnamigen Varieté-Theaters in Berlin, das dort von 1920 bis 1944 gestanden hat. Von 1977 bis 1983 gab es hier die sogenannte Affenshow Klimbimski. Das war das erste elektronische Theater Deutschlands, das hier stand. Das Video, was ihr gerade seht, das ist der Nachfolger der Affenshow Klimbimski. Das ist die sogenannte Starparade. Die wurde von 1983 bis 1998 aufgeführt. Die Starparade, das war auch ein elektronisches Puppentheater. Dies hatte auch den Titel Das Festival der Tiere, denn es waren Tiere, die hier auf der Bühne standen und Musik machten und gesungen haben. 1999, da hat Phantasialand hier kräftig in Alt-Berlin gearbeitet, da wurde umgestaltet und da wurde erweitert und die Fassaden wurden teilweise kräftig verändert, aber richtig schön gemacht. Ja, und an der Stelle hier, wo sich das Kettenkarussell dreht, da wurde 2009 das Brandenburger Tor abgerissen. Wenn ich mir die Deko hier unten am Kettenkarussell anschaue, habe ich das Gefühl, das könnten die Figuren vom Neptunbrunnen sein, zumindest zu einem Teil. Hinter dem Brandenburger Tor, da gab es einen Wendehammer, nicht ohne Grund, hier haben der Bus und die Pferdestraßenbahn gedreht. Die Pferdestraßenbahn, die habe ich übrigens nur ein einziges Mal fahren sehen. 1987 hat man auf dem Platz, wo auch der Wagen der Pferdestraßenbahn als Deko stand, ein Nostalgiekarussell hingestellt. Hier sieht man das Brandenburger Tor und gleich daneben steht der Straßenbahnwagen, der hat also seine Position gewechselt.
Das Karussell wurde 1997 dann von Michael Jackson gekauft, der hat es dann zur Neverland Ranch transportieren lassen. Ein Jahr später, 1998, stand hinterm Brandenburger Tor dann ein neues Pferdekarussell. Das war ein sogenanntes Dampfkarussell. Das blieb dort stehen bis 2009, dann wurde es nach vorne zum Eingang hin verlegt. Der ganze Bereich hinter dem ehemaligen Standort vom Brandenburger Tor, der wurde umgebaut, und zwar 2010 entstand hier der sogenannte Kaiserplatz. Ein großes Veranstaltungsareal, hier finden verschiedene Shows statt. Jetzt hier im Wintertraum befindet sich hier eine Eisbahn. Was ich an Phantasialand ja besonders schätze, das ist diese Detailverliebtheit. Das sind diese Kleinigkeiten, diese tolle Deko, die hier machen. Und hier am Kaiserplatz hat man sich da richtig viel Mühe gegeben. Neben dem Kaiserplatz befindet sich dieser Bereich. Da ist die Themenfahrt Maus au Chocolat, da ist eine Eisdiele und ein Infocenter. Der Bereich sah früher natürlich ganz anders aus. 1973 wurde hier das Café Oriental gebaut. Das bestand unter anderem aus dem Restaurant Ankara. 1992 wurden Café und Restaurant abgebrochen und 1994 konnte hier Galaxy eröffnet werden. Ab 2005 hieß das Ganze Race for Atlantis und 2016 wurde das Gebäude abgebrochen. Und heute ist auf einem Teil des Geländes Maus au Chocolat ein interaktiver Dark Ride. Hier kann man in einer Berliner Tortenfabrik Mäuse jagen. Rechts der Eisdiele, da ist dann dieser Durchgang, da geht's zum Mondsee und nach Woostown. Linker Hand lag früher das Café Oriental und auf der rechten Seite die Gondelfahrt 1001 Nacht. Hier sehen wir die Gondelbahn eingezeichnet auf dem Parkplan von 1970. Jetzt ein paar Bilder aus den 70er Jahren. Hier sieht man sehr schön den wasserspeienden Totenkopf. Und da sieht man die Buddha-Statue, an der man vorbeifuhr. Die Gondeln fuhren früher einzeln, später dann im Dreierpack zusammengeschnürt. Und man fuhr in dieses Drachenmaul hier rein. Drinnen sah man dann Szenen aus 1001 Nacht, dargestellt durch Animatronics. Da sah man Ali Baba in seiner Höhle, man sah den Zyklopen, man sah den Kampf mit dem Drachen, man sah den Vogelrock. Erinnert ihr euch auch noch an dieses Quietschen der Gondeln, wenn die um Kurven fuhren? Ich meine, ein Jahr nach dem Bau der Gondelbahn, also 1971, wurde vor der Gondelbahn die Bottichfahrt aufgebaut. Die Bottichfahrt, bei der man frei auf dem kleinen See rumfahren konnte, wurde 1993 durch den Walzertraum abgelöst. Der Walzertraum, das war dann eine feste Route, die durch Blumenbeete führte. 2009 wurden Walzertraum und die Gondelfahrt 1001 Nacht abgerissen. Ich bin jetzt weitergegangen und am Mondsee angekommen. Hier standen mal die Gebäude von Galaxy bzw. Race for Atlantis. Da hinten, wo Woostown ist, da war mal das Hawaii-Restaurant. Und da war mal die Anlegestelle der Seefahrt nach Cartagena bzw. später der Wikingerfahrt. Ich gehe jetzt den Weg zurück zum Kaiserplatz und auf der anderen Seite des Kaiserplatzes die Treppe hoch und da habe ich diese Aussicht.
Dieser Bereich hier gehörte 1970 tatsächlich auch schon zum Park. Hier war 7071 eine Traglufthalle und da war das Delfinarium drin. Da schwammen Delfine drin. Die waren dressiert und konnten Kunststücke. 1972 baute man den Delfinen dann ein festes Gebäude. Das stand bis 1991. 1992 wurde das Haus dann umgebaut und zwar zum Aquatheater. Ja gut, das war dann eine Wasserakrobatikschau. 1997 baute man das Haus dann um zur Arena de Fiesta und so steht sie heute noch da und da läuft Dreams on Ice, die Eisshow. Neben dem Delfinarium, da baute man einen kleinen mexikanischen Themenbereich. Das war die Hacienda de Mexico oder vorher Hacienda Don Pedro, ein mexikanisches Restaurant, 2014 abgerissen, und die Casa Magnetica, das sogenannte schiefe Haus, das bis 2011 stand. In diesem Haus war alles schief, durch einen optischen Trick gelang es, dass zum Beispiel Wasser aufwärts laufen konnte. Da gab es mehrere Shows am Tag. Und in Mexiko, da gab es dann auch den zweiten Eingang zum Phantasialand. Ab 1974, da gab es hier den Phantasialand-Jet, diesen Monorail, diese Einschienbahn, die fuhr rund um Alt-Berlin eigentlich. Es gab 3 verschiedene Züge, jeder hatte etwa 30 Meter Länge und eine Fahrt, die dauerte etwa 10 Minuten. Als Bahnhof oder Stationsgebäude, da diente dieses grün-gelbe Gebäude. Im Erdgeschoss war ein Imbiss, der Monorail Snack. Und jetzt fahren wir mal eine Runde mit. Machen Sie darauf aufmerksam, Rauchen, Essen und Trinken ist an Bord nicht gestattet. Zu unserer rechten Seite haben wir jetzt Silver City, die Westernstadt im Phantasialand, mit Sheriff Office, Kirche, Western... und als Hauptgebäude der Westernstadt. 1984 wurde zwar erst die Silbermine eröffnet, aber 1983 stand das Gebäude schon und in der oberen Etage der Silbermine baute man den Zeittunnel und da fuhr die Einschienbahn der Phantasialand-Jet durch. Hier gab es Animatronics zu sehen, sie zeigten Steinzeitmenschen, Mammut und Dinosaurier. Jetzt zur Axt hier oben drüber werfen. Ja. 2008 wurde der Phantasialand-Jet abgerissen und das war auch das Ende des Zeittunnels. Dann gab es noch einen Blick auf den Märchensee und dann ging es an Alt-Berlin vorbei. Hier können auch eventuelle verlorene Kinder stets aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte den lokal aufgestellten Briefversorgung oder den Fernsehmonitoren des Phantasialand einsatz, weil an fast allen Attraktionen angeordnet sind. Hier informieren wir Sie auch über eventuell geänderte Showzeiten oder nach der Teilnahme des Berliner Nebelhumors zum Beispiel. Und wo das alles stand, inklusive der Westernstadt, da kommen wir gleich noch zu, da steht heute Klugheim. Und das ist der Bereich, wo Klugheim größtenteils drauf aufgebaut ist. Das ist nämlich die 1974 eröffnete Westernstadt Silver City. Die wurde 2014 abgerissen. Hier gab es einen Saloon, wo Shows drin stattfanden. Es gab einen Fotografen. Die Ponyreitbahn war zeitweise hierhin umgezogen. Und es gab ein Restaurant und eine Kirche und eine Bank. Und der Eingang zur Westernstadt, das war der Eingang zu einem Fort. Trotz aller Nostalgie, Klugheim ist schon sehenswert.
Was natürlich auch zur Westernstadt gehörte, das war die Silbermine. 1984 war sie eröffnet worden. Das war eine Fahrt mit dem Minenzug durch einen Berg. Man kam da durch eine mexikanische Hacienda, ich glaube, die wurde gerade von Banditen überfallen, und kam noch zu einem Fort hin, da fand gerade ein Kampf zwischen Soldaten und Banditen statt. Insgesamt dauerte die Fahrt 10 Minuten und man hat 120 Animatronics sehen können. Ganz am Anfang, da gab es eine Röhre, wo man durchfuhr, da drehten sich die Wände und man hatte das Gefühl, die ganze Mine stürzt ein. Rückwand von Klugheim, da finde ich diese Wand mit Fenster. Ich glaube, das sind die aus der Silbermine von der Hacienda. (1974) kam das Ende des Ponyreitens in der Westernstadt. Stattdessen wurde dort eine Bobbahn gebaut, die Bobbahn 1 und die Bobbahn 2. 1989 in Gebirgsbahn umbenannt. 30 Meter war das Ganze übrigens hoch, die Fahrtstrecke 1 Kilometer lang. Es gab eine kleine, eine untere Strecke, motorbetrieben fuhr der Bob dort, und es gab die große. Die motorbetriebene hieß übrigens Grand Canyon Bahn. 2001 ist das Ganze hier abgebrannt. Klugheim ist etwas erhöht gebaut worden, dadurch fällt der Anstieg nach Chinatown jetzt weg. Und jetzt sind wir in Chinatown. Der Bereich, der wurde 1981 eröffnet, mit Tempeln, Pagoden, mit dem China-Snack, mit Tanaka-Theater und Geister-Rikscha. Und so sah der ganze Bereich 1981 aus. Die Büsche sind noch nicht so hoch gewachsen und da hinten, wo die Bäume stehen, da steht heute ein Hotel. Und da, wo heute der Feng Yu Palace steht, da stand damals das Tanaka Theater. Von 1991 bis 1993 lief hier die Tanaka Show. 1994 wurde die Show Feuer, Wasser, Licht hier gezeigt. Und das sind jetzt Aufnahmen davon. Das Tanaka Theater wurde bei dem großen Feuer 2001 so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden musste. 2002 wurde der Feng Yu Palace am Madhouse hier eröffnet. Und rufe ich, so schauen sich alle um mich, denn ich
Asteroid mit meinem Wort. Meine Strahlen können Elemente bezwingen. Und zum Schluss gab es dann den Michael Jackson Klassiker We Are the World. Und dazu eine Menge singender Blumen. Gleich neben dem Fengyu-Palast befindet sich bis heute der China-Snack. Und gleich gegenüber befindet sich der Eingang zur Geister-Rikscha. Die stammt ebenfalls von 1981 und ist damit die älteste Themenfahrt hier im Phantasialand. Die gilt als längste unterirdische Themenfahrt in Europa. 250 Meter ist sie lang, 8 Minuten dauert ein Durchgang, 100 Gondeln fahren hier und 12 Szenen gibt es zu sehen. Und diese Minenachterbahn steht hier seit 1996, die Colorado Adventure, die auch mal Michael Jackson Thrill Ride hieß. Auf diesem Plan kann man es sehr schön sehen. Unterhalb der Geister-Rikscha steht das Cine 2000, ein 180-Grad-Kino von 1978. Das stand zunächst da, wozu dann die Silbermine gebaut wurde und wurde 1987 hier hergestellt. Der Name war dann Galaxy 360, 1995 wurde es geschlossen. Hier war in den 80er Jahren noch eine Bühne für chinesische Artisten. Die wurden 1986 abgelöst durch die Acapulco-Todesspringer, die aus 30 Meter Höhe in den Wasserbecken sprangen. An der Stelle wurde dann 1989 der Superglobe gebaut, das ist das heutige Silverado-Theater. Und da, wo seit 2006 die Black Mamba fährt und der afrikanische Bereich ist, da waren vorher die Busparkplätze. Da, wo sich seit 2007 Talokan dreht, stand seit 1983 das Rundfahrgeschäft Spider. Das wurde 1985 abgelöst durch den Condor. Vom Condor hatte man aus der Höhe eine sagenhafte Aussicht. Da konnte man bis weit hinter die Gebirgsbahn gucken. Und das hier ist der sehr schöne Bereich von Chiapas, 2014 eröffnet. Das ist der Bereich, da stand vorher ein Teil von Silver City und hier standen die Wildwasserbahn 1 und die Wildwasserbahn 2, die 1974 eröffnet wurden. Das war übrigens die erste Anlage ihrer Art innerhalb von Deutschland. Zunächst war das übrigens eine lange Bahn. 1991 hat man die in 2 kürzere aufgeteilt. 2002 hat man die Wildwasserbahn umbenannt in Stonewash Creek und Wildwash Creek. Und 2011 wurde das Ganze abgerissen.
Und hier ist wieder, was ich an Phantasialand so mag, diese Detailverliebtheit. So, das war jetzt das, was ich euch zeigen wollte vom Phantasialand heute und damals. Da ich aber während des Wintertraums hier war, möchte ich euch gerne noch ein paar Bilder vom Wintertraum zeigen. Diese Lichterpracht ist unglaublich schön. So, das war's dann aus dem Phantasialand. Schaut euch, wenn ihr euch für die Geschichte interessiert, auch mal den ersten Teil von Phantasialand heute damals an. Ihr findet ihn in der Playlist Phantasialand Nostalgie. In diesem Sinne, tschüss.